Hallihallo meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Wir sind am Bahnhof von Breitlington, glaube ich. Und haben erfahren, dass in Chesterfield ein sehr seltsames Telegramm abgesetzt wurde. Was ist denn da noch für jemand? Da hockt noch jemand. Hallo? Okay, mit ihm kann ich nichts quatschen. Huch. Fragen. Ein wertvoller Versicherungsschein für einen Prototyp mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Achso, ja, das könnten wir halt. Nein. Das könnten wir hier tatsächlich nochmal schnell fragen, warum der hier in der Ritze am Boden steckte. Okay. Hier, Mr. Robinson. Hier, ich habe hier was gefunden. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. Oh Gott, ey. So ein Typ. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. Bringt ihn völlig This durcheinander. Robinson is quite a character. We should learn more about him. Können wir machen. Okay, jetzt würde ich aber sagen... Ups, gucken wir erstmal nach Chesterfield. Können wir schon was herleiten? Uns wurde kurz mal was angezeigt, glaube ich. Aber wir haben schon einen gesamten Zug verschwand mit allen Insassen. Der Zug verschwand mit allen Fahrgästen und dem gesamten Zugpersonal an Bord. Ja, keine Spuren vom Zug. Der Zug ist einfach verschwunden. Es gibt keine Spuren an der Stelle, wo er zuletzt gesehen wurde. Was Chilenen bleiben an Bord des Zuges. Alle Fahrgäste mussten den Zug verlassen, außer den chilenischen Barcasas, Firmenbesitzern. Sie waren die einzigen, die Breitlington an Bord des Zuges blieben. Telegramm. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield hat per Telegramm von der Ankunft und der Abfahrt des verschwundenen Zuges berichtet. Und Sonderwaggon. Teil des verschwundenen Zuges ist ein Sonderwagen, den Mr. Robinson gebucht hat. Darin könnte sich etwas sehr Wertvolles befinden. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das hier kombinieren soll. Das mit dem. Nee, natürlich nicht. Aha, das geht. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur könnte sie übersehen haben. Chilenen an Bord gelassen. Die Besitzer der chilenischen Firma Barcasas wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die... Ja, ich glaube auch. Da steckt nämlich irgendwas. Ist da faul. Keine Spur vom Zug. Sonderwagen. Nee. Nee, es passt alles nicht zusammen. Okay. Gut. Haben wir schon mal einen Teil hergeleitet. So, Chesterfield. Jetzt klappern wir hier alle Bahnhöfe in der Nähe ab. Huch, Abfalleimer. This bin is full of empty bottles. Okay. Haben sie hier eine Party gefeiert? Was ist das? Anglerwerbeplakat. A fishing advertisement. Okay, aber wozu sollte das gut sein? Hallo? Ist hier jemand? Ah, Chesterfield-Vorsteher. Na, der sieht gut aus.
How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, sir. Huh? What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Gut, aber erstmal vorher. Zack. Der hat eine rote Knolle im Gesicht, du. Genau. Gerötete Nase. Der ist wahrscheinlich Berufsalkoholiker. Halt, was ist das? Saubere Kleidung. Aha, aber sauber ist er immerhin. Das ist schön. Ein Ehering. Halt, da ist noch was. Aber da kommen wir bestimmt noch hin, oder? Nee, da ist noch ein Flachmann, genau. Und, was ist denn das? Eine Angelschnur. Ah. Sehr interessant. Da müssen wir uns gleich mal sein Profil angucken. Were there any passengers who got off that particular train at your station last night? No, nobody, it seems to me. Although I did not leave my office, so... No doubt you were very busy. You don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. Ja, das, also wenn er so besoffen war, dann erklärt das auch dieses seltsame Telegramm. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Na, aber... Ja, Versicherungsschein, super verspätet. Alkoholiker Binge? Was ist denn das? Binge? Soll das Ringe heißen? Alkoholiker Binge? Hä? Es war sehr spät und ich war müde, aber ich erledige meine Arbeit. Alkoholiker. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, Ja. this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Okay, also. Wir können kurz was analysieren. Chesterfield-Vorsteher unzuverlässig. Nimmt seine Arbeit nicht sehr ernst. Er ist unzuverlässig und nicht vertrauenswürdig. Gut, dann würde ich mal sagen, das hier passt mit dem Telegramm zusammen. Passierte Chesterfield. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorstehers unleserlich ist und Fragen aufwirft. Kam nie in Chesterfield an. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsvorsteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Um die ganz normale Zeit, ja. Warte mal, das lasse ich mal noch. Aber der war doch verspätet, oder nicht? Der Zug war doch verspätet. Warte mal, wo steht denn das? Hier. Der Zug war verspätet. Der Zug aufgrund von Problemen. Okay, der verspätet sich schon. Ja, so, darauf ist eine Viertelstunde, um 15 Minuten. Ich glaube, das hat auch irgendjemand gesagt. Der Bahnhofswärter von Chesterfield ist Alkoholiker. Gestern war er stark betrunken. Wann hat er das Telegramm geschickt? Bahnhof Chesterfield, Zug, Liner Nummer 324, Ankunft um 0:30 Uhr, Abfahrt um 0:35 Uhr.
0:30 Uhr. Wissen wir irgendwann, wann der normalerweise da angekommen wäre? Um wie viel Uhr? 0:30 Uhr? Tja, wenn ich jetzt wüsste, wann der normalerweise da ankam. Der Bahnhofsvorsteher von Chesterfield ist Alkoholiker, die Farbe seiner Gesichtshaut und vor allem seine Nase beweisen das ohne Zweifel. Trotzdem sieht es so aus, als ob sich seine Frau gut um ihn kümmert. Er ist faul, abgelenkt und ganz offensichtlich nicht in der Lage, seine Arbeit korrekt zu erledigen. Er könnte natürlich irgendeine Zeit aufgeschrieben haben. Nochmal irgendwelche Dialoge. Ob hier irgendeine Uhrzeit. Bla bla bla. Nee, hier steht nichts von einer Uhrzeit. Nee. Das weiß ich nicht. Was ist das? Ein Morsecode-Alphabet. Ach du Scheiße. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. Oh, ich sehe schon wieder ein Rätsel. Wir müssen irgendwas morsen, irgendein Bericht irgendwie an. So, hier ist so ein Anglerplakat. Also irgendwie scheint der gerne zu angeln. So. Aufgaben. Untersuchen Sie sorgfältig den Bahnhof von Chesterfield. Untersuchen Sie am Bahnhof von Brightlington Mr. Robinsons Reisetasche, die sich im Gepäckraum befindet. Achso, die hat er da jetzt abgestellt. Gut, aber wir gucken erstmal hier noch. Jetzt nicht weiter. Also hier scheint nicht zu sein. Hier stehen ein paar Koffer rum. Herrenlose Koffer. So. Hier hinten. Wo kommst du denn her? Ein Fahrrad. Das gehört wahrscheinlich dem Bahnhofsvorsteher. So, ist hier noch irgendwas? Nö. Aber sehr gemütliche Bahnhöfe haben die hier. Hier steht ganz viel Zeug. Hier vorne. Ich will ja nichts übersehen, ne? Da fehlt dann immer so ein kleiner Hinweis irgendwie. Locked. Aha. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Oh. Oh. Ach, jetzt kommt das wieder. Warte. Wie habe ich das gemacht? Ich fange mal außen an, ne? Achso, das ist alles. So, so, so. So, irgendwie ist es egal. Stimmt es mit irgendeiner Linie überein? So. So. Die Verbindung sieht schon mal richtig aus. Aha, hier ist noch irgendwas, was fehlt. Das ist der hier. Halt. So. Okay, was haben wir denn? Hilfe, ich hänge.
Boden. Hier wurde was geschleift. Bags were recently dragged here. Aha. Ein Sack. Ach, Alkohol. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Alter. Okay. Werkzeuge. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Gut. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Postsäcke. Railway post bags. Jo. Sind wir hier einfach mal eingedrungen. Hier, du hast geschaufelt. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Hä? Okay. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. Ja, natürlich. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Okay, der ist einfach unverbesserlich. Dieser Typ. Okay, dann würde ich mal sagen, bevor wir hier weitermachen, beende ich die Folge mit einem wunderschönen Blick auf die Landschaft vor Chesterfield Bahnhof. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.